Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute könnte es ziemlich ehrenlos werden. Ich hoffe mal nicht, wir werden hier unsere Ehre los, denn wir wollen heute versuchen, bevor das Epic Event startet, noch Hannes den Kontraktor zu besiegen. Warum? Weil der uns noch so 2 Level bescheren könnte, sodass wir auf 67 vielleicht am Ende des Tages sind. Wir haben ein gutes Ausgangslevel für das Epic Event, das ist auf jeden Fall ganz nice, ne? Aber es geht natürlich immer noch ein bisschen besser. So, wenn wir jetzt Hannes besiegen, sind wir auf dem gleichen Stand wie Paul und gehen, glaube ich, mit den gleichen Bedingungen ins Epic Event rein, ne? Grüße gehen da raus an der Stelle, macht echt Spaß, muss ich mal so sagen, so ein bisschen, endlich mal auch mal so ein bisschen zu kontrahieren mit dir, ne? Das ist sehr, sehr cool und ist auch immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir werden gucken, was heute dabei rumkommt. Ja, ich glaube, jetzt hat der Paul jetzt mittlerweile auch die 15% Runenbonus hier drauf. Und der hat hier auch ein paar Items, die sind hier noch relativ alt. Ich denke mal, wenn er Epic Event spielt, wird da auch noch einiges gehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das wird, ne? Zuallererst, was wir jetzt machen, wir haben soweit schon alles durch heute hier, das habe ich alles schon erledigt. Das erste, was wir aber machen werden, ist in das Dämonenportal reinzugehen. So, ja, kleiner Versprecher hier. Das ist auf jeden Fall noch wichtig, das werden wir machen. Wir haben gute Chancen, dass er liegen könnte. Wir hoffen mal, dass er uns heute gönnt, dass wir jetzt hier mit einem Sieg nach Hause gehen. Gestern haben wir ja über 50% abgezogen, ja, ich glaube so 60, 65% und das sieht ganz nice aus. Ist ein Magier, kann nicht ausweichen und wir würden nochmal 1,9, knapp 2 Millionen Leben dazu bekommen. Das ist ganz nice, das steigert auf jeden Fall unsere Chancen, gleich hier Hannes zu besiegen. Das Ding ist, warum machen wir jetzt den Hannes? Der Märchenturm, der würde auch fallen, der Gegner, der Osterhase. Der ist auch relativ machbar, bringt uns aber jetzt nicht viel, weil wir brauchen die Level-Ups vor dem Epic Event. So, dann werden wir auch noch natürlich unser Equipment so weit holen hier, dass ihr auch, dass wir auch hier so Qualitätssachen drin haben. Das ist zum Beispiel hier auch wichtig, damit wir hier auch beim Epic Event mal schön blättern. So, ansonsten, natürlich mit plus 5 Sachen hier, ne? Ist ganz klar, ist ja wie beim Legendary Dungeon und so weiter, ist es ja dasselbe, nur halt jetzt eben auch beim Epic Event. Genau, ja, andere Dungeons sind momentan nicht wirklich machbar. Die Blindschleiche ist ein Magier mit viel Leben, der fällt nicht. Valkyrie, weiß ich nicht, könnte nicht liegen. Nee, die hat auch zu viel Leben dafür, bringt zu wenig Erfahrung. Da haben wir gerade 2 besiegt, ist nicht drin. Olymp ist Late Game nachher, zumindest der Schatten-Dungeon, hier der Licht-Dungeon noch nicht so. Hemoridor ist auch ein Magier mit viel Leben, bringt auch nicht viel Erfahrung. Wie gesagt, Märchenturm bringt nicht viel. Schattenwelt, YouTuber-Dungeon, geht noch nicht. Die sind auch zu stark. Das schwarze Phantom ist zu stark, bringt zu wenig Erfahrung. Das Einzige, was gehen könnte, bevor wir zu Hannes gehen, ein paar Wirbelwind-Etagen. Ja? Da können wir ein paar Sachen hier probieren. Da können wir gucken, das sieht ganz gut aus. Bevor wir zu Hannes gehen, vielleicht schaffen wir sogar noch ein Level-Up. Ich glaube es nicht, weil der fängt hier schon wieder sofort an zu blocken. Der war knapp. Ne? Also da investiere ich dann doch lieber die Pilze in Hannes. Das Ding ist, Hannes hat bei mir, glaube ich weiß gar nicht, was für eine Chance, aber auf jeden Fall unter 1% zu liegen, zu fallen. Mehr ist da momentan nicht drinne und das ist natürlich ziemlich unlucky, kann man mal so sagen. Oh, wir sind fast auf 20 Millionen Leben hier, ne? Und deswegen, wird es ziemlich schwierig werden. Nice, haben wir noch bekommen, ihn auch zu besiegen, ne? Vielleicht schaffen wir noch ein Level, aber ich glaube, mittlerweile bringen die halt auch nicht mehr so viel im Verhältnis. Ja, nice. Ja, vielleicht noch 1, 2 Gegner, dann kriegen wir vielleicht noch ein Level up. Oh, 266, hat geklappt. Ja, sehr cool. Hätte ich nicht für möglich gehalten, hat jetzt aber auch wieder ein paar Pilze gekostet. Und 4% Lebensenergie-Ruhen kriegen wir jetzt schon mittlerweile. Das ist natürlich auch jetzt nicht so verkehrt, muss ich mal an der Stelle mal so sagen, ne? Das ist jetzt nicht verkehrt. Ja, so sieht es aus bei mir momentan im Arena-Manager. Ne, bin ich noch fleißig am Opfern immer. Habe, wie gesagt, ein paar Sachen verpasst.
Wir werden das mal verkaufen, weil zum Epic Event kriegen wir auch noch genug Items. So, wir gehen weiter hier auf Stärke. Ja, nice. Gut, 266. Mehr geht nicht. Jetzt können wir versuchen, Hannes zu besiegen. Ich kann gleich vorweg sagen, es könnte gut sein, dass Hannes nichts wird, weil der immer noch ziemlich stark ist und wir brauchen einen Try, der wirklich nicht von dieser Welt ist. Ja, anders wird Hannes hier nicht liegen. Ihr seht es, die Tries sind noch nicht so wunderbar. Wir hatten schon gute Tries, muss ich sagen, dabei gehabt. Und da hatte ich sogar meinen Gladiator auf Stufe 9 und 1% Portalbonus weniger. Ne, ihr seht auch, da sind auch ganz gute Sachen dabei hier bei Hannes. Ne? Aber man muss halt sagen, der Hannes, der kann es. Ja, also es ist schon stark. Ne? Und ich sag mal, unter 1% Wahrscheinlichkeit, dass der liegt, ist halt auch jetzt nicht gerade sehr viel. So, ne? Jetzt haben wir aber den Gladi gemaxt, oder besser gesagt verbessert und ein Portalprozent mehr. Und es wäre nice, wenn wir es schaffen würden, den zu besiegen, bevor Epic Event ist. So, das Ding ist, ich könnte ihn nach dem Epic Event locker easy legen. So, aber das Ding ist halt auch, bis dahin habe ich mich halt wieder neu equipped. Das heißt, ich habe da Pilze für ausgegeben, um mich neu zu equippen. Schlage dann Hannes, bin dann 1-2 Level-Ups und dann sind die Items auch schon wieder 1-2 Level älter. So, ne? Deswegen wäre es halt wünschenswert, wenn wir den hier vorher besiegen könnten. Aber ich weiß halt nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Es ist relativ schwierig, wie ihr seht. Ne? Und ich gehe, glaube ich, bis... Ja, wir tryen mal ein paar Pilze. Wir gehen bis auf 500 runter. Das ist es mir wert. Wenn er bis da nicht liegen sollte, habe ich halt Pech gehabt. Dann ist das so. Viel mehr können wir jetzt auch momentan hier gerade nicht verbessern. Sonst müsste ich hier nach Epics blättern. Aber das mache ich erst, wenn Epic Event ist. Ne? Also das ist mir auf jeden Fall wert. Ein anderer Gegner bringt mir nicht so viel und ist auch nicht unbedingt leichter. So. Die Pilze, die ich jetzt für Hans ausgebe, könnte ich auch für Märchenturm ausgeben. Da würde der definitiv fallen. Aber das ist es mir nicht wert, weil, wie gesagt, die geben mir halt keine Erfahrung, kein Level-Up und das ist das, was ich brauche fürs kommende Epic-Event. Deswegen... Oh mein Gott, da haben wir ihn besiegt, Alter, nice. Okay, wir haben ein Level-Up und ein halbes, ein Viertel so. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, jetzt müssen wir uns erstmal den Try hier angucken. So, Hannes der Contractor. Ne? Schauen wir uns an das Ganze hier. Da kommen schon die Glückwünsche. Jawohl, wir sind 2 Level. 2 Level haben wir gemacht, oder? Ein Level, ne? Nice. Danke. Ja, sehr cool. Haben wir Hannes besiegt, ey. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass er jetzt doch so schnell liegt. Wir gucken uns den Try an. Wir schauen, was dabei rumkommt hier. Wir müssen da echt gut reingelackt haben. Und mittlerweile könnte ich jetzt sogar wieder nach einer neuen Waffe gucken. Weil meine ist jetzt schon wieder ein bisschen outdated, was den Durchschnittsschaden angeht. Aber das bringt es jetzt wirklich nicht so, weil wir gucken ja eh nach Epic-Waffen zum Epic-Event. Ne? Das Einzige, was halt sein könnte, dass noch ein Dungeon jetzt gehen würde mit einer normalen neuen Waffe. Aber ja, das ist relativ unwahrscheinlich. Nice. Oh, und der bringt schon fast 300 Millionen Erfahrung. Das ist super cool. Stärke-Item mit plus 3 Lebensenergie, plus 14. Ist jetzt nicht so der Burner. Ja, was haben wir hier eigentlich? Ja, 300, wir haben sogar 300, ja, 330, okay, 330 ist das. Aber wir haben hier ein paar Items, die sind inaktuell. So, vor allen Dingen auf der Seite Schuhe. Schuhe wären übelst Pock gewesen, aber leider klappt das nicht. Plus 97 würde für einen Bertram gut sein, das Item, aber wir machen das mal so. Wir skippen einmal die Mine. Mal gucken. Wir haben ja auch die Chance, jetzt mittlerweile schwarze Edelsteine zu bekommen. Der Gerät, ja, der Gerät hat er schon auf Stufe 15. Dann der Bane, vielen lieben Dank, auch in die Richtung hat Stufe 15 jetzt. Also wir haben eine 2%ige Chance, soweit ich das beurteilen kann. Ich weiß jetzt nicht, ja, müsste so sein, ne? Genau, wir skippen einmal rein für 7 Pilze, mal gucken, was passiert. Shit. Das ist nice, das ist sehr nice. Dann brauchen wir das Item, nämlich nicht hier, Steingewinnung machen, sondern haben hier 411. 411 ist nice, ist nice.
setzen wir rein. So, verbessern wir 4-mal. Super cool. Ja, und das Ding können wir jetzt hier dem Bertram geben. Ist immer noch ein sehr gutes Upgrade. Ne? Auch wenn das Item auch schon ein bisschen älter ist, was ich hatte hier. Trotzdem immer noch nice. Ne? Und ja, haben hier wieder ein paar Stat-Punkte gut gemacht. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, 36% sind wir hier bei der Hexe. Wen, ist jetzt die Frage, wen haben wir hier, Dankeschön Lapis, als nächstes vor uns? Mutu mit dem Knüppel. Wir gucken mal, was der so drauf hat. Ist wieder ein Stärke-Gegner mit noch mehr Leben. Ja, und noch mehr Damage. Also den können wir komplett vergessen. Den brauchen wir nicht weiter tryen. Das wird jetzt nicht so... Oh, guter Crit. War ein solider Crit-Treffer. Ja. Ah, oha. Vielleicht geht da doch was. Ich sag mal so, der hat bestimmt eine Wahrscheinlichkeit zu liegen von, keine Ahnung, 0,0 noch was irgendwie. Ja, also da brauchen wir nicht weiter reintryen. Das ist jetzt lebensmüde, wenn ich jetzt hier weiter reinprobieren würde. Wir gucken mal kurz im Waffenladen. Wir schauen mal, bis wir eine Waffe finden hier. Plus 28. Haben wir wieder ein bisschen mehr im Durchschnitt. Ja, ist nicht verkehrt. Und bin ich mal gespannt. Ich glaube, 268 schaffen wir nicht mehr bis zum Epic-Event. Könnte sein, durch Alu vielleicht, aber ich glaube, nee, das wird nix. Wir haben hier halt wirklich keinen mehr, der jetzt liegen könnte, ne? Die sind alle zu hardcore. Ja, vielleicht, also ich glaube, da würde eher noch der liegen hier, aber selbst der ist halt jetzt nicht so worth, weil der halt auch nicht so viel Erfahrung bringt, ne? Könnte aber sein, dass es ein Gegner ist, der noch liegen könnte. Mit ein bisschen Glück vielleicht. Nee. Lassen wir gut sein. Muss nicht weiter sein. Mal gucken, ob im Wirbelwind noch was kurz geht und dann machen wir für heute Schluss. Dann, hey, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt Hannes besiegen. Das ist schon ein Achievement, auf jeden Fall. Nice, haben wir den auch noch down. Ja, vielleicht schaffen wir die 68 bis zum Epic-Event. Mal schauen, was jetzt noch morgen passiert. Uff. Ja, wir können nochmal sonst in der Lichtwelt nochmal überall einen Try reinsetzen, damit ihr auch seht, was ich meine. Aber es ist halt nicht wirklich viel los. Ansonsten muss ich auch jetzt langsam ein bisschen anfangen, Gold zu sparen, weil, ja, ich will mir natürlich auch ein paar neue Epics kaufen. Die kosten natürlich auch, das kostet natürlich auch alles Gold, ne? So, ihr seht, da ist nicht viel machbar. Ja, nicht viel möglich. Und bringen halt auch nicht sehr viel. Blindschleiche, ja, ist auch noch nicht weiter möglich. So, nordische Götter, genauso wenig machbar. Und bringt auch nicht viel Erfahrung. Im Olymp brauche ich auch, glaube ich, gar nicht weiter probieren. Ja, obwohl, also wenn die schon bis zur Hälfte geht, dann kann man schon immer sagen, ja, da ist Potenzial auf jeden Fall da, aber nicht weiter wild. So, gut, wir haben sehr gut Progress gemacht, ja. Also, ja, was haben wir? 2 Level haben wir gemacht, ne? Es wird immer schwieriger auf der Stufe nachher, ne? Weil es halt immer... Ja, es wird halt immer schwieriger so, ne? Weil die Gegner nachher immer stärker werden. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall, was wir jetzt nach dem Epic-Event so erreichen werden. Wir haben ein paar Items, die sind outdated, so, ne? Ob uns das jetzt großartig jetzt weiter in den Dungeons voranbringt, hier in der Lichtwelt, ist die Frage. Aber meine Begleiter, die sind halt diejenigen, die noch mehr neue Items brauchen als ich selbst. Und das ist dann halt der springende Punkt. Da werden wir dann deutlich vorankommen. Ich denke mal in der Schattenwelt und ja, im Märchenturm dann halt auch, ne? Ja. Wow. Ja, es macht nach wie vor Spaß. Ich kann es nicht sein lassen. Ja, ich kann es nicht sein lassen. Es ist schon echt immer verführerisch. Aber ja, wie gesagt. Ach, wir gehen bis 600 noch runter. 600 Pilze und dann ist gut hier. Mal gucken, ob der Osterhase / Weihnachtsmann hier liegt. Ja. Und dann machen wir aber für heute wirklich Feierabend hier. Ja, okay, gut. Lassen wir es so sein. Ne? Und das soll es soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertungen und Kommentare dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.